Was, wenn Deutschland nicht plötzlich unfrei wird, sondern Schritt für Schritt für Schritt? Nicht durch einen einzigen großen Knall, sondern durch neue Schulden, neue Abgaben, neue Feindbilder, neue Wehrpflichtstrukturen, neue moralische Dogmen und durch eine Sprache, die jeden Zweifel verdächtig macht. Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber sie warnt uns, wenn alte Muster in neuer Form zurückkehren. Was, wenn die eigentliche Gefahr nicht darin besteht, dass ein Staat über Nacht zur Diktatur wird, sondern darin, dass Menschen sich langsam daran gewöhnen, immer weniger fragen zu dürfen und Fragen zu stellen, immer mehr zu zahlen und immer mehr zu akzeptieren und immer mehr Feindbilder zu übernehmen und irgendwann zu glauben, dass alles alternativlos sei. Deutschland steht gerade an einem Punkt, den man nicht hysterisch, aber sehr klar betrachten muss. Wir haben ein sogenanntes Sondervermögen von 500 Milliarden freigegeben. Durch eine alte Regierung. Wir haben eine gelockerte Schuldenbremse für Verteidigung und Sicherheit. Doch wie viel davon landet tatsächlich bei Verteidigung und Sicherheit? Wir haben steigende Abgaben, Beiträge und Inflation. Wir haben eine Wegzugsteuer, die Unternehmen treffen kann, wenn sie Deutschland verlassen. Was bedeutet das? Wir haben neue Wehrdienststrukturen, Fragebögen, Musterungen und eine gesetzliche Regelung, nach der männliche Personen längere Auslandsaufenthalte genehmigen lassen müssen. Was bedeutet das für eure Kinder? Bisher ist das noch nicht festgeschrieben. Aber bis 2027 soll es umgesetzt werden. Und wieder sind wir bei Stück für Stück für Stück. Ein Beigeschmack könnte entstehen. Und gleichzeitig hören wir jeden Tag dieselben Erzählungen. Es geht um Sicherheit, um Verantwortung, um Demokratie. Es geht um Schutz. Aber die entscheidende Frage lautet, schützt der Staat gerade die Freiheit der Bürger oder schützt er zunehmend seine eigene Zugriffsfähigkeit? Dr. Daniel Ganser spricht im Gespräch mit Ben ungeskriptet über Dogmen, Krieg und Feindbilder. Eine seiner stärksten Sätze lautet, Dogmatismus hat Millionen von Menschen umgebracht. Die Inquisitionen, die Kirche, immer gegen andersartige Menschen, Ketzerei. Und genau hier beginnt der Kern, denn Dogma bedeutet nicht einfach Meinung. Dogma bedeutet, eine Deutung wird so absolut gesetzt, dass jede Gegenfrage moralisch verdächtig wirkt. Das klingt ein wenig nach dem Dritten Reich, richtig? Und wer fragt, wirkt etwas naiv. Wer widerspricht, der wird gefährlich eingeordnet. Wer Frieden fordert, steht angeblich auf der falschen Seite. Wer Diplomatie fordert, wird schnell als Verharmloser eingeordnet. Ganser sagt es sinngemäß, wenn eine Gesellschaft im Feindbild gefangen ist, deutet sie alles durch dieses Feindbild, egal was. Und das ist historisch hochgefährdet, nicht nur für Deutschland. Denn große politische Katastrophen beginnen selten damit, dass Menschen offen sagen, wir schaffen jetzt Freiheit ab. Sie beginnt anders. Man inszeniert Angst, man schafft Krisen, man generiert wirtschaftlichen Druck, man hat eine gewisse moralische Überhöhung, man hat einen äußeren Feind, man hat eine innere, grundlegende pathologische Verdächtigung allem Andersartigen gegenüber, mit dem Versprechen, gebt uns mehr Macht, mehr Geld, mehr Kontrolle, dann schützen wir euch. Und genau deshalb ist der Vergleich zur deutschen Geschichte so sensibel, aber auch sehr wichtig. Nein, Deutschland hat heute nicht das Dritte Reich, zum Glück. Aber wer aus der Geschichte lernen will, darf nicht erst dann hinschauen, wenn es zu spät ist. 1933 kam die Diktatur nicht aus dem Nichts. Sie entstand aus Krisen, wie heute auch. Vertrauensverlust, wie heute auch. Angst, wie heute auch. Politische Radikalisierung, wie auch heute. Und der Bereitschaft, demokratische Sicherung im Namen einer angeblichen Notlage auszuhöhlen. Das Ermächtigungsgesetz setzte laut Bundesarchiv die Gewaltenteilung außer Kraft und beendete faktisch die parlamentarische Demokratie. Zugang hier beim Bundesarchiv. Der Bundestag beschrieb, dass die Reichsregierung danach Gesetze ohne parlamentarische Zustimmung, Kontrolle oder Einspruchsmöglichkeiten erlassen konnte. Das ist keine Gleichsetzung, das ist eine Warnung vor Mechanismen. Wenn Angst politisch genutzt wird, wenn Schulden als Sondervermögen verkauft werden, wenn Kontrolle als Sicherheit verkauft wird, wenn Aufrüstung als Friedenspolitik verkauft wird, wenn Kritik als Gefahr verkauft wird,
dann muss eine Demokratie langsam wach werden und wachsen. Deutschland hat 2025 eine historische Schuldenentscheidung getroffen. Der alte Bundestag beschloss kurz vor dem Zusammentritt des neuen Bundestages eine Grundgesetzänderung. Was man eigentlich sonst hört, das nicht geht. Interessant. Doch wenn es wohl dem eigenen Zweck dient, kann man alle möglichen Gesetze und Dinge umändern. Die Grundgesetzänderung betrifft Verteidigungs- und bestimmte Sicherheitsausgaben. Somit können sie oberhalb einer Schwelle von der Schuldenbremse aufgenommen werden. Zusätzlich wurden 500 Milliarden Euro Sondervermögen für angebliche Infrastruktur und Klimaneutralität ermöglicht. Angaben hierzu auf der Seite des Bundestags zu finden. Offiziell sollte dieses Geld in Verkehr, Bildung, Digitalisierung, Krankenhäuser, Energie, Wissenschaft und Infrastruktur fließen. Nur wenn man die Straßen anschaut und die Brücken, stellt sich die Frage, ist das Geld dorthin geflossen? Wenn man sich Schulen, Kitas und Kindergärten anschaut, stellt sich die Frage, ist das Geld dorthin geflossen? Wenn man über Digitalisierung spricht, bildet Deutschland mit Sicherheit aktuell das Schlusslicht. Und Krankenhäuser sind keine Ausnahme dabei. Und wenn wir über Energie sprechen, dann entsteht auch hierbei wieder ein Fragezeichen. Das IFO-Institut kam für 2025 zu einem drastischen Ergebnis. Von 24,3 Milliarden Euro neuer Schulden aus dem Sondervermögen seien nur 1,3 Milliarden Euro als zusätzliche Investition sichtbar geworden. Der Vorwurf, 95% seien faktisch nicht zusätzlich in Infrastruktur geflossen. IFO-Institut, gerne nachschauen. Das Institut der deutschen Wissenschaft sprach bis 2029 von bis zu 133 Milliarden Euro, die nicht zusätzlich investiert, sondern umgeschichtet werden würden. IW Köln, gerne nachschauen. Das bedeutet für Menschen mehr Schulden heute, mehr Zinsen morgen, mehr Druck auf kommende Haushalte und am Ende möglicherweise wieder höhere Steuern, höhere Beiträge und weniger Leistungen. Das klingt doch toll. Gleichzeitig dazu steigt auch noch wunderbar die Belastung. Der CO2-Preis verteuert Heizen und Mobilität, die Tabaksteuer wurde stufenweise erhöht, die Krankenkassenzusatzbeiträge sind gestiegen und es werden aktuell auch Krankentagegeldleistungen hart debattiert. Die Gastronomie war zeitweise wieder bei 19% Mehrwertsteuer. Schön. Die Grundreformsteuer betrifft viele Eigentümer und Mieter damit. Und Unternehmer, die Deutschland verlassen, können durch die Wegzugssteuer so behandelt werden, als hätten sie verkauft, obwohl real noch kein Geld geflossen ist. Interessant. Das ist ein entscheidender Punkt. Ein Staat, der Bürger immer stärker belastet, Unternehmen beim Wegzug steuerlich bindet, junge Männer wieder erfasst und gleichzeitig gigantische Schulden für Sicherheit und Verteidigung aufnimmt, verändert das Verhältnis zwischen Bürger und Staat massiv. Nicht sofort totalitär, aber spürbar. Ganzer sagt im Gespräch sinngemäß, dass Deutschland keinen Krieg mit Russland wollen sollte. Der Satz, wir wollen keinen Krieg mit Russland, ist deshalb so stark, weil er eine einfache Frage öffnet. Wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass Menschen wieder in ein Feindbild denken? Denn Krieg beginnt nicht mit Panzern erst. Krieg beginnt mit Sprache, mit Medien, mit moralischer Sortierung, mit Bildern von Gut und Böse, mit dem Verlust der Fähigkeit, den anderen noch als Mensch, als Volk und als Gegenüber zu sehen. Und genau hier wird Geschichte gefährlich, besonders für Deutsche. Vor großen Katastrophen wird selten zuerst geschossen. Zuerst wird erzählt. Erzählt, wer schuld ist, wer gefährlich ist, warum Opfer notwendig sind, warum Freiheit warten muss, warum Schulden, Steuern, Kontrolle und Aufrüstung jetzt unvermeidlich sind. Ganzer nennt die Geschichte Herrschaftswissenschaft. Das ist ein harter Satz. Denn wer Geschichte kontrolliert, kontrolliert auch oft die Deutung der Gegenwart. Wer die Vergangenheit vereinfacht, kann die Gegenwart einfacher lenken. Wer Feindbilder moralisch auflädt, muss nicht mehr viel erklären. Wer Angst erzeugt, bekommt Zustimmung für die Dinge, die Menschen in ruhigen Zeiten niemals akzeptieren würden. Ich wiederhole, niemals. Und genau deshalb ist die wichtigste demokratische Frage nicht, bist du links oder rechts? Bist du für Russland oder gegen Russland? Bist du für die Regierung oder gegen die Regierung? Die wichtigste Frage lautet, darf nachgefragt werden?
Darf man fragen, wohin das Sondervermögen wirklich fließt und wie wird mit Skandalen umgegangen? Darf man fragen, warum der alte Bundestag eine so weitreichende Entscheidung getroffen hat? Darf man fragen, warum Bürger immer mehr zahlen, während der Staat immer größere Versprechen macht, die er nicht einlösen kann? Darf man fragen, warum Frieden manchmal radikaler klingt als eine Waffenlieferung? Darf man fragen, ob Sicherheit gerade zur Sprache der Kontrolle wird? Eine reife Demokratie erkennt man nicht daran, dass alle dasselbe sagen. Man erkennt sie daran, dass Unbequeme ausgesprochen werden darf, bevor es zu spät ist. Der Kaiser ist nackt. Vielleicht ist das genau der Satz, der heute wichtig ist. Nicht, weil alles falsch ist, was der Staat tut. Um Gottes Willen, nein. Nicht, weil jede Regierung böse ist. Niemals. Nicht, weil jede Aufrüstung automatisch Diktatur bedeutet. Aber die Geschichte lernt uns etwas. Was sehr wichtig ist für die Gesellschaft, ist zu wissen, dass es sehr gefährlich wird für dieselbe, wenn sie aufhört, Macht ihrer Regierung zu begrenzen. Demokratie bedeutet nicht nur wählen. Demokratie bedeutet Kontrolle der Macht. Kontrolle der Sprache, Kontrolle der Angst, Kontrolle der eigenen Dogmen. Denn am Ende verliert eine Gesellschaft ihre Freiheit nicht durch äußere Feinde, sondern sie verliert sie meist dann, wenn sie aus Angst bereit ist, alles abzugeben, was sie eigentlich schützen wollte.